Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über eine kurze Reise sprechen, die ich nicht mag. Das ist ein interessantes Thema. Welche Reise meinst du? Ich meine die Reise zu meinem Großmutterhaus. Es ist nicht sehr weit, aber ich mag sie nicht. Oh, ich verstehe. Warum magst du diese Reise nicht? Es gibt ein paar Gründe. Erstens ist die Straße zu meiner Großmutter sehr belebt. Es gibt viele Autos und der Verkehr ist langsam. Das klingt frustrierend. Ich mag auch keine stark befahrenen Straßen. Ja, und der Bus, den ich nehme, ist oft verspätet. Manchmal muss ich lange warten. Warten macht nie Spaß. Musst du von der Bushaltestelle bis zu deiner Großmutter weit laufen? Ja, das muss ich. Wenn ich aus dem Bus steige, muss ich etwa 15 Minuten laufen. Der Weg ist nicht sehr schön. Manchmal ist er matschig und holprig. Das macht die Reise noch unangenehmer. Ist die Reise auch langweilig? Ja, sie ist sehr langweilig. Die Landschaft ist nicht interessant. Ich sehe jedes Mal die gleichen Häuser und Geschäfte. Ich wünschte, es gäbe mehr Bäume oder Parks entlang des Weges. Ich verstehe. Ich mag Reisen, bei denen ich schöne Ausblicke sehen kann. Fühlst du dich auf dieser Reise manchmal unsicher? Manchmal schon. Die Straße ist eng und es gibt viele schnelle Autos. Ich fühle mich nervös, wenn ich die Straße überquere. Das ist nicht gut. Eine Reise sollte dich sicher und entspannt fühlen lassen. Genau. Ich mag es auch nicht, dass der Bus manchmal sehr voll ist. Ich muss stehen und mich festhalten. Das ist unangenehm. Ich mag überfüllte Busse auch nicht. Ich sitze lieber und habe etwas Platz. Ja, das Sitzen macht die Reise viel angenehmer. Ich versuche immer, am Fenster zu sitzen, wenn ich kann, aber das ist nicht einfach. Ich verstehe. Besuchst du deine Großmutter oft, obwohl du die Reise nicht magst? Ja, das tue ich. Ich liebe meine Großmutter sehr und sie macht mich immer glücklich, wenn ich sie besuche. Aber die Reise ist ein bisschen anstrengend. Das stimmt. Manchmal tun wir Dinge, die wir nicht mögen, weil wir die Person lieben, die wir besuchen. Das ist richtig. Ich wünschte, die Reise wäre kürzer oder angenehmer. Vielleicht könnte ich beim nächsten Mal einen anderen Weg nehmen. Hast du darüber nachgedacht, einen anderen Bus oder einen Zug zu nehmen? Ich habe darüber nachgedacht, aber der Bahnhof ist noch weiter von meinem Haus entfernt. Ich müsste mehr laufen. Das ist ein Problem. Manchmal ist die Alternative nicht besser. Ja, ich fühle mich festgefahren. Ich möchte meine Großmutter sehen, aber die Reise macht mich müde. Ich verstehe deine Gefühle. Vielleicht kannst du versuchen, deine Besuche zu planen, wenn der Verkehr leichter ist. Das ist eine gute Idee. Ich werde versuchen, morgens zu gehen, wenn die Straßen weniger befahren sind. Ich hoffe, das hilft. Eine kleine Änderung in der Zeit kann einen großen Unterschied machen. Ich werde auch den Fahrplan des Busses überprüfen, um zu sehen, ob es zu dieser Zeit einen weniger überfüllten Bus gibt. Das klingt nach einem guten Plan. Ich hoffe, deine nächste Reise zu deiner Großmutter wird besser. Danke, Liam. Ich schätze deinen Rat. Auch wenn ich die Reise nicht mag, freue ich mich immer darauf, meine Großmutter zu sehen. Sie macht die Mühe wert. Es ist schön, dass du eine so enge Beziehung zu deiner Großmutter hast. Liebe macht jede Reise lohnenswert, auch wenn sie nicht angenehm ist.
Ja, das stimmt. Ich werde Sie weiterhin besuchen und versuchen, die Reise beim nächsten Mal einfacher zu gestalten. Vielleicht kann ich ein Buch mitnehmen, um im Bus zu lesen. Das könnte die Zeit schneller vergehen lassen. Das ist eine großartige Idee. Ein Buch zu lesen kann eine langweilige Reise interessanter machen. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Danke, dass du mir zugehört hast, Liam. Manchmal hilft es, über Dinge zu sprechen, die man nicht mag. Gern geschehen, Mia. Ich bin immer hier, um zuzuhören. Ich habe auch ein paar Reisen, die ich nicht mag. Möchtest du darüber hören? Ja, ich würde gerne von deinen Reisen hören. Eine Reise, die ich nicht mag, ist die Fahrt zu meinem Cousin. Es ist nicht sehr weit, aber die Straße ist sehr kurvenreich und macht mich schwindelig. Das klingt nicht angenehm. Ich mag kurvenreiche Straßen auch nicht. Eine weitere Reise, die ich nicht mag, ist die ins Stadtzentrum. Ich muss einen Bus nehmen, der immer verspätet und sehr überfüllt ist. Es ist ein langes Warten und die Busfahrt ist unangenehm. Ich verstehe. Ich fühle mich genauso bei meiner Reise zu meiner Großmutter. Sie ist auch überfüllt und manchmal verspätet. Ich denke, viele Menschen haben Reisen, die sie nicht mögen. Das gehört zum Leben dazu. Ja, das stimmt. Aber wir können immer versuchen, Wege zu finden, sie besser zu machen. Genau. Wir können unsere Reisen besser planen und vielleicht andere Zeiten oder Routen wählen. Ich werde versuchen, meinen nächsten Besuch bei meiner Großmutter zu planen, wenn der Verkehr leicht ist. Ich hoffe, das macht die Reise einfacher. Ich werde dasselbe für meine Fahrten tun. Danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast, Mia. Danke, dass du zugehört hast, Liam. Ich fühle mich besser, wenn ich darüber rede. Ich bin froh, dass wir unsere Gedanken teilen und uns gegenseitig helfen können. Auch wenn wir einige Reisen nicht mögen, können wir daraus lernen und Wege finden, unsere Reiseerlebnisse zu verbessern. Ja, jede Erfahrung kann uns etwas lehren. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten Besuch bei deiner Großmutter zu hören. Ich hoffe, es wird besser als der letzte. Ich werde es dir sagen. Vielleicht erzähle ich dir beim nächsten Mal von der schönen Zeit, die ich mit meiner Großmutter hatte, auch wenn die Reise schwierig war. Das bin ich mir sicher. Ich genieße immer unsere Gespräche über Reisen und das Leben. Danke, Liam. Ich schätze deine Freundschaft wirklich. Sie macht selbst die schwierigsten Reisen leichter. Gern geschehen, Mia. Ich freue mich, dein Freund zu sein. Lass uns weiterhin unsere Erfahrungen teilen und uns gegenseitig helfen. Ja, das sollten wir tun. Ich werde meinen nächsten Besuch sorgfältig planen und vielleicht ein Buch zum Lesen im Bus mitbringen. Das ist eine großartige Idee. Lesen kann die Zeit schnell vergehen lassen. Ich werde auch versuchen, Musik zu hören. Das macht meine Reise immer angenehmer. Musik ist eine gute Wahl. Sie kann dich auch in einem überfüllten Bus entspannt fühlen lassen. Da stimme ich zu. Danke für den Vorschlag, Liam. Ich werde das beim nächsten Mal ausprobieren. Gern geschehen, Mia. Ich hoffe, deine nächste Reise wird besser und dass du deine Zeit mit deiner Großmutter genießt. Danke, Liam. Ich freue mich darauf. Ich werde dir später erzählen, wie es war. Ich bin mir sicher, es wird ein gutes Erlebnis, auch wenn die Reise nicht perfekt ist. Ja, jeder Besuch ist es wert, weil du deine Großmutter siehst. Ich empfinde das Gleiche für meinen Cousin. Auch wenn die Reise hart ist, ist die Zeit mit der Familie immer etwas Besonderes. Das ist wahr. Familie ist wichtig und wir finden immer einen Weg, die Mühe lohnenswert zu machen. Ich stimme zu. Danke, dass du heute deine Reise mit mir geteilt hast, Mia. Ich habe viel gelernt und hoffe, du fühlst dich besser hinsichtlich deines nächsten Besuchs.
Danke, Liam. Ich fühle mich tatsächlich besser. Darüber zu reden lässt mich über Wege nachdenken, meine Reise zu verbessern. Ich bin froh, dass wir über Dinge sprechen können, die wir nicht mögen, und gemeinsam Lösungen finden. Das stärkt unsere Freundschaft. Ja, das tut es. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir beim nächsten Mal über eine Reise reden, die wir mögen. Das ist eine gute Idee. Ich habe auch viele Reisen, die ich genieße. Lass uns planen, beim nächsten Mal unsere besten Reiseerlebnisse zu teilen. Ich freue mich darauf. Danke nochmals, Mia. Ich wünsche dir eine sichere und angenehme Reise bei deinem nächsten Besuch bei deiner Großmutter. Danke, Liam. Ich wünsche dir das Beste für deine Reisen. Ich bin mir sicher, dass wir beide Wege finden werden, unsere Reisen besser zu machen. Ja, das werden wir. Ich sehe dich beim nächsten Mal, um mehr über unsere Reisen zu sprechen. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Liam. Hab einen schönen Tag, Mia. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.